ist aber eine wunderschöne Straße hier. Meiner Frau ist besonders wichtig, dass hier nicht allzu viele Autos herumfahren. Da sind Sie hier aber genau an der richtigen Adresse. Riechst du das? Nein, was? Genau das meine ich. Die Luft hier ist genial. Na, im Vergleich zur Großstadt haben wir natürlich die bessere Luft. Dann lassen Sie uns mal hineingehen. Oh ja! Die Küche, so wie Sie sie hier vorfinden, ist im Preis natürlich mit drin. Unseren Sommer unterbrechen. Wie Sie hier sehen, schiebt sich eine gigantische Wolkendecke über ganz SimCity, welche durch enorm hohe Windgeschwindigkeiten vorangetrieben Mann, wird. ey. Da ist Mama. Hallo Mama. Evakuiert werden. Hallo, Es wird Timmy. momentan von 3 verschiedenen betroffenen Gebieten berichtet, was bedeutet, dass sich die Flüchterwolken Ich kümmere mich mal um die Rechnung, voneinander okay? entwickeln. Es gilt also Ist gut, Schatz. Ich hol dich, wenn's Essen fertig ist. Ja, genau das habe ich auch gesagt. Mhm. Ja. Ach, du kennst sie doch. Ha, nur mit Glück. Haha, Dusler. Was, Dusel, können sich das? Okay, wenn du die nächste reinmachst, dann zahle ich dir morgen die Sau. Hui, zum Glück, das wäre mir doch zu teuer geworden. Live-Bilder aus Diemingen. Auch hier fegt ein Tornado mit zerstörerischer Wut durch die ganze Stadt. Für die meisten Anwohner kam die Warnung zu spät. Also das Haus ist um die 80 Jahre alt. Ach was? Trotzdem 1A. Allerdings. Okay, wir lassen Sie es wissen, sobald wir eine Entscheidung getroffen haben. Ja, rufen Sie mich einfach an. Alles klar. Danke. Kommen Sie gut nach Hause. Da fällt mir gerade ein, wir können sie ja gar nicht anrufen. Wir haben ihre Telefonnummer ja gar nicht. Ja, also, Komm her, Mini. Ja, die mochten das Haus wohl doch nicht, hm? Oh, was habe ich nur Falsches gegessen? Na komm her, meine Süße. Momentan ist von 5 Trichterwolken die Rede, die mit schweren Hagelschauern einhergehen. Folgende Städte und Stadtteile müssen mit einem eintreffenden Tornado rechnen. Ach, verdammt.
Mutters Lampe. Hat die etwa neben den Napf gepinkelt? Huch, Schnee? Mini! Betty, geh schnell wieder rein. Hier tobt das reinste Unwetter. Okay, mach ich. Ja, Mini wird schon kommen, wenn's zu windig wird. Es hagelt, ich stell das Auto rein. Ist das in Ordnung? Du und dein Auto. Autsch. Wo bleibt er nur? Jo? Jo! Ach du heilige Ich hab Angst. Ich weiß. Verdammt, mein Bein ist eingeklemmt. Die mit schweren Hagelschauern einhergehen. Folgende Städte und Stadtteile müssen mit einem eintreffenden Tornado rechnen. Huh? Ah, ist das gemütlich. Was war das nur für ein fürchterlicher Traum gestern? Das ist das, wenn man vor dem Fernseher einschläft. Das ist ja alles wie in meinem Traum. Der Schnee! Geh schnell wieder rein. Hier tobt das reinste Unwetter. Schnee im Sommer. Unglaublich, oder? Was ist denn los? Tornado! Hä? Es ist schwer zu erklären, aber ein Tornado kommt hierher. Ich hab's gesehen. Okay, wir müssen die Nachbarn warnen. Wir müssen uns beeilen. Ich gehe rüber zu den Sims. Ich komme. Oh, Schnee. Was gibt's denn? Ein Tornado. Kommt hierher. Was? Och nö, die alte Schule. Ja? Ach, ganz schön kalt heute, was? Maria, Sie und Jonathan müssen dringend hier weg. Es geht um Leben und Tod. Schatz, wer ist da? Ob das eine gute Idee ist? Lass uns ihnen einfach sagen, wir gehen in die Stadt. Warum sollen wir ihnen den Tornado verschweigen? Ich möchte nicht, dass sie Panik bekommen. Das kann Sie mir sagen, dass der Tornado kommt. Ja, ich weiß, es ist verrückt, aber ich hab's gesehen. Wo denn bitte? Im Fernseher? Genau. Wie denn auch? Stromausfall? Jonathan. Maria, mal ernst. Wir sollten hier alles stehen und liegen lassen.
Von hier abhauen, weil uns die Alte nach Strich und Faden verarscht. Nein, Herr Müller. Komm schon, Jo, lass uns einfach fahren. Ach, das ist doch dämlich. Wo soll sie den Tornado gesehen haben? Habt ihr das mit den Tornados mitbekommen? Ich habe meiner Frau gesagt, sie soll im Keller warten, aber ich bleibe jetzt erstmal hier. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Wie auch immer, ich muss jetzt gehen. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Doch, das ist echt ganz leicht. Ein Radschlag kann doch jedes Baby. Ach, die Geschichte ist fast so alt wie die Zeit selbst. Jemand hat eine Mission und rettet damit Menschenleben. Ja, genau. Da gibt's auch Bücher und Sie hat Filme. uns allen das Leben gerettet. Das ist doch Stuss. Jetzt soll ich ja auch noch dankbar sein, dass ich den kompletten Tag in dem stinkenden Diner verbringe. Schatz, reg dich nicht auf. Dein Blutdruck. Du hast ja recht. Denk doch mal drüber nach. Hätte Betty uns nicht gewarnt, würden wir wahrscheinlich alle nicht mehr leben. Ihr solltet dankbar sein und sie nicht ständig angreifen. Wir wissen doch überhaupt gar nicht, ob wirklich ein Tornado durch unsere Straße gefegt ist. Das behauptet sie nur. Ja, weil ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Können Sie sich nicht im geringsten vorstellen, dass es was mit meinem Traum auf sich hat? Dass es unser Schicksal war, gerettet zu werden? Dass sie einen Tornado vorher gesehen hat und uns damit alle gerettet? Nein. Okay, was ist dann mit dem Schnee? Schnee im Hochsommer, das dürfte doch ein Indiz sein, dass das Wetter verrückt spielt. Jetzt kommt Timmy. Richtig. In den Nachrichten war von Schnee und Hagefällen in Begleitung der Hey! Missy! Tim! Es reicht! Setzt euch hin und benehmt euch! Einen so schönen windigen Tag. Und wir machen weiter mit The Doors. Oh, der Monsieur will wohl kein Nachtisch. Oh doch. Dann setz dich hin und sei still. Ja, jetzt sind wir ja schon mal hier. Aber sobald die Meldung im Radio kommt, dass die Gefahr vorbei ist, fahren wir heim. Okay. Ja. Ja, alles klar. Und ob ich ihre Geschichte glaube, sehen wir danach. Während der Katastrophe gibt es jetzt endlich Entwarnung. Tragischerweise gibt es für viele Tornado-Opfer aber kein Zuhause, in das sie zurückkehren können. Ich denke, wir können gehen. Betty, ist die Luft rein? Ich weiß nicht. Mein Traum war nicht präzise genug. Sie beide sind ein Witz. Ich glaube, wir gehen. Papa, wie haben die das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Peng, peng. Du triffst mich nicht! Wohl, du bist tot. Kinder, kommt ihr? Hey, ruf mal die Feuerwehr. Mama, hier liegt mein Teddy!
Ja, da muss man schnell was machen, sonst regnet es hier rein. Dann modert und stinkt alles. Und wer bezahlt das? Herr Siegert? Aus der Anstalt. Das Haus ist ja nicht mal mehr versichert. Ernsthaft jetzt? Ich dachte, sowas wäre mittlerweile Standard. Nee. Tja, wenn's hier den Regen runterhaut, kannst das Haus ja in ein paar Jahren abreißen. Ich weiß auch nicht. Lass uns mal die anderen Räume anschauen. Also das hier? Oh! Was sind das hier für Bilder? Tja, Herr Siegert war ein begabter Maler. Er hat auch Bilder von dir gemalt. Von mir? Ja, bevor er verrückt wurde. Er hat dann seinen Pinsel in die Farbe getaucht und die Farbe gegessen. Ich hatte nur keine Ahnung, dass bei seiner Einlieferung die Bilder nicht mitgenommen wurden. Sind diese Bilder nicht wahnsinnig lebensnah? Allerdings, ich bin völlig baff. Sollen wir sie einfach hier hängen lassen? Schade drum. Fast erschreckend, wie echt sie aussehen. Und dann haben wir die Bilder von uns gefunden. Uns allen? Ja, nicht wahr, Betty? Ja. Was ist denn auf meinem Bild drauf? Fliegen. Fliegen? Da hat der alte Siegert dich aber gut getroffen, Mama, Jo. Tim ärgert mich Wo du immer. bist, Gar sind die nicht Fliegen wahr. stets nicht allzu weit. Lass mal, ich mach das. Kinder, ich hab doch gesagt, ihr sollt im Bett bleiben. Tja, und dann kam ein Antwortschreiben. Sie würde unsere Einladung gerne annehmen. Sie war hier? Die Queen? Yep, vorgestern. Wo saß sie nochmal? Ich glaube genau an dem Platz, an dem du jetzt sitzt, Gregor. Ich wusste doch, mein Platz wurde von jemand vorgewärmt. Von wem? Die Queen war hier. Hä? Und dann hatte ich da mal eine Freundin. Als die Queen zu ihr kam, hat sie eine goldene Haarbürste mitgebracht. Habt ihr auch ein Gastgeschenk bekommen? Ja, eine riesige Vase. Ja, habt ihr die Vase noch? Mhm. Und wo? Oben. Durften wir die auch mal sehen? Ja, klar. Schatz, könntest du so lange hier sauber machen? Willst du wissen, ob das Ding was wert ist? Ja, klar. Also, kommt mit. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Immer ich. Wer bin ich eigentlich? Ah! Oh shit! Oh nein! Ah! Hilfe! Nein! Ah! Hilfe! Nein! Scheiße! Ah! Hilfe! Hilfe! Ah! Hilfe! Oh mein Gott! Maria! Hilfe! Hilfe! Jetzt! Beruhigen Sie sich! Ich habe alles unter Kontrolle! Oh, vielen Dank! Wissen Sie, ich muss ja alles alleine machen. Für meine Frau bin ich eine Puppe, deren Fäden sie in den Händen hält. Sie hatten einfach nur Glück, dass ich hier vorbeigelaufen bin. Seien Sie das nächste Mal vorsichtiger. Ja, okay. Oh, was? Ah! Hey,
Ich gehe mal rein und mach die Sauerei weg. Ich will nicht, dass die Kinder irgendwas mitbekommen. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier eingefunden, um den plötzlichen Tod von Jonathan Müller zu betrauern. Es ist stets schwer, von einem geliebten Menschen so abrupt Abschied nehmen zu müssen. Dies bringt uns, wie nichts anderes, die Lehre des Lebens näher. Lebe, als sei jeder Tag dein letzter, denn schließlich könnte noch heute einer oder einer von uns nicht mehr hier sein. Wer weiß, vielleicht sterben Sie ja als nächstes. Lasst uns gehen. Kann ich dir vielleicht irgendwas bringen? Was zu trinken oder einen Gameboy? Das hilft, als mein... Kannst du mich mal kurz allein lassen? Oh, klar. Ist alles klar bei ihr? Naja. Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast recht. Wenn ich mir vorstelle, wie es mir in ihrer Situation ginge, gar nicht mal auszumalen. Boah, ich will es mir gar nicht vorstellen. Es wird langsam spät. Vielleicht sollten wir... Marie! Pass auf! Oh! Maria, so etwas Furchtbares habe ich noch nie gesehen. Ja, ich werde jetzt wohl hinbringen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, das ist schon ein riesiger Zufall, oder? Falls es überhaupt ein Zufall ist. Was meint ihr damit? Ich weiß ja nicht. Überleg mal. Erst Jonathan, dann Maria und beide auf eine merkwürdige Art. Vielleicht hat das alles ja mit dem Tornado zu tun, den Betty erzählen kommen. Ja, genau. Wie jetzt? Meint ihr, der Tornado hätte uns umbringen sollen? Aber weil wir gerettet wurden, sterben wir jetzt anders? Vielleicht. Vielleicht ist das so eine Art Fluch. Keine Ahnung. Was meinst du, Betty? Ein Fluch! Betty? Hey, was ist denn los? Ich schau mal nach ihr. Betty, was ist? Oh mein Gott. Was ist denn los mit Es dir? ist alles wahr. Es ist ein Fluch. Wir werden alle sterben. Woher willst du das jetzt auf einmal wissen? Ich weiß es einfach. Und all die Bilder hier um uns herum vom verrückten Sieger zeigen, wie wir sterben werden. Was? Schatz, der Fernseher spinnt. Ja, ich merk's. Ich weiß nicht. Vielleicht stimmt was mit dem Empfang nicht. Aber ich schau mal nach. Dankeschön.
Du weißt schon, dass du gerade nicht mehr ganz bei Sinnen klingst. Ja, nein, schau dir die Bilder doch an. Sieh hier, der Fliegenschwarm über Jonathans Teller. Ja, okay, aber was ist mit Marias Bild? Sie ist nicht beim Camping gestorben. Sie ist auch nicht ertrunken, was der Brunnen bedeuten könnte. Sieh doch nur der Stein über ihr. Er sieht aus, als würde er auf ihren Kopf fallen. Oh mein Gott. Du hast recht. Sag ich doch. Wir müssen etwas unternehmen. Aber was? Deine Vision. Du musst dich erinnern, wer als nächstes stirbt. Jan! Hey Schatz, die Handtasche, die ich will, kostet jetzt nur noch 1617. Wow, das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott! Hilfe! Gregor! Was ist los? Jan! Im Wasser! Pfütze! Oh nein, was ist mit Jan? Ich gehe und schau nach ihm. Oh nein. Oh Lisa, es tut mir so leid. Was ist denn passiert? Er wurde elektrisiert. Hast du nicht etwas von Wasser gesagt? Ja? Oh Mann. Was denn? Da war kein Wasser. Hä? Sehr komisch. Oh je. Was soll ich nur den Kindern sagen? Ja? Okay. Und wir werden euren Papa bestimmt bald wiedersehen. Also seid nicht allzu traurig. Okay, Mama. Alles klar. Dann gehe ich jetzt mal wieder zu den Erwachsenen. Bleibt bitte hier drin. Verlasst unter keinen Umständen das Haus. Okay. Hey, sollen wir Verstecken spielen? Oh ja, aber wir müssen im Haus bleiben. Ja, Mama. Okay, du versteckst dich zuerst. Irgendwo im ganzen Haus. Okay. 1, 2, 3, 4, Das heißt, wir werden etwas unternehmen müssen. Aber natürlich unternehmen wir etwas. Wir machen dem Tod einen Strich durch die Rechnung. 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Wo ist sie denn? Piep! Aha, das habe ich gehört. Ach, da ist die. Hey, hab dich. Gutes Versteck. Sie sollen das Haus nicht verlassen. Damit sind sie sicher, vor was auch immer dieses Bild uns sagen will. Vielleicht sollen sie überfahren werden. 19, 20, ich komme!
ist mit den anderen Bildern? Habt ihr die euch schon angeschaut? Ich meine, woran starb ich? Wisst ihr das schon? Das wollten wir gerade machen, als du reinkamst. Er wird sich doch wohl nicht hier versteckt haben. Doch, ich hab dich. Hey, ich suche dich schon seit Stunden. Lass uns was anderes spielen. Oh, was war das? Als ich unter dem Auto vorgekrochen bin, muss ich wohl irgendetwas kaputt gemacht haben. Keine Ahnung. Oh. Sag mal, riechst du das? Ja, riecht wie bei einer Tankstelle. Puh, das stinkt. Es wird irgendwie immer schlimmer. Boah, lass uns lieber gehen. Ja, okay. Was ist los? Die Türe klemmt. Wir sind hier eingesperrt. Was ist eigentlich mit dem Zimmer nebenan? Da kommen wir nicht rein. Beide Türen sind abgeschlossen. Also Lisas Bild ist klar, würde ich sagen. Ja, ich denke, du solltest dich einfach von Feuer fernhalten. Also gut, ich halte mich von Feuer fern. Was macht ihr? Gregor? Nicht den leisesten Schimmer. Vielleicht sterbe ich im Schlaf. Das? Oder du wirst von deinem Bett zerquetscht. Nein, mal Spaß beiseite. Etwas Großes könnte auf dich herabfallen. Ja, das Bett wäre dann symbolisch dafür, wie bei Maria der Stein. Du könntest recht haben, aber wo ist dein Bild? Ich weiß nicht, ich hab keins. Kann uns jemand hören? Hallo, hört uns niemand! Hallo! Hallo! Ich glaube, das bringt nichts. Die hören uns nicht. Oh! Ist der Strom ausgefallen? Nein, ich habe Angst, es ist so dunkel. Und worauf sollst du achten? Alles könnte auf dich runterfallen. Die Decke könnte runterbrechen. Ach, das wird schon nicht passieren. Woher willst du das wissen? Oh! Nein, nicht noch ein Stromausfall. Da stimmt doch wieder was nicht. Du hast recht. Ich sollte nach den Kindern schauen. Kommt ihr mit? Aber klar. Gut. Eigentlich sollten wir uns in Quarantäne stecken. Nein, wirklich. Wir sind doch nirgends mehr sicher. Hey, wo ist dein Kampfgeist von vorher hin? Wir sollten auch reingehen und versuchen, die Kinder schnell zu finden. Gregor! Gregor, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht wegen der Todesliste. Meinst du wirklich? Betty, die Explosion hätte uns töten können. Ein Stück Wand hätte auf mich drauf fallen können. Aber das hat es nicht. Wir haben überlebt, weil wir überleben sollten. Mach dir nicht so viele Gedanken, ja? Okay. Alles klar, ich gehe mal ins Bett. Gute Nacht. Nacht. Gregor? Gregor!
Oh mein Gott! Could a body close the mind down? Stitch a seam across the eye. If you can be good, you live forever. If you're bad, you'll die when you die. Hearing only one true note on the one and only sound. Unzip my body, take my heart out, 'cause I need a beat to give this turn. The body swayed to music, oh the lightning glad. I would give it all and all. Maybe you would let me ask or have a chance. Hearing only one groove note, planted firmly in the ground. Undo my heart, unzip my body, yeah. Then to my ear is clear and a deafening sound. Unzip my heart. And if I need a rhythm, it'll be to my heart I listen, if it don't put me too far wrong. And if I need a rhythm, it's gonna be to my heart I listen, if it don't put me too far wrong. Everybody smile, please. Nobody pay no mind to me. Finger in position on the switch. A little flash photography, taking a picture of you. Taking a picture of me. Taking a picture.